Rock'n'Roll und irgendwann nur noch The Boss. Unsere Jungs von Jam haben mal wieder in den Archiven gekramt. Ein Exklusivinterview gibt's auch und natürlich jede Menge Clips. Viel Spaß. Mustang Jeans präsentiert. Ich habe die Zukunft des Rock'n'Roll gesehen, urteilte der Rolling Stone-Journalist Jon Landau im Herbst 1974 über den jungen Sänger und Gitarristen Bruce Springsteen. 10 Jahre später schrieb dieser Mann Amerikas inoffizielle Hymne, Born in the USA. Bruce Springsteen ist für viele die Personifizierung des amerikanischen Traumes schlechthin. Aus den Slums von New Jersey zum ungekrönten König der Pop- und Rockwelt. Der Boss, wie ihn Kollegen, Fans, Freunde, aber auch Neider liebevoll und ehrfürchtig nennen, hat nach 6 Jahren Pause seine E-Street Band wieder um sich geschart und strebt im 23. Jahr seiner Karriere erneut Höhenflüge in Sachen exzessiver Live-Konzerte an. Bruce, der Boss, Springsteen, heute in Jam. Bruce Frederick Joseph Springsteen erblickte am 23. September 1949 in dem konservativen amerikanischen Provinzstädtchen Freehold, New Jersey, das Licht der Welt. Er war der erste Sohn des Arbeiterehepaares Douglas und Adele Springsteen und sollte beweisen, dass der Rock'n'Roll im Grunde Musik aus der Gosse war. Seinen ersten professionellen Auftritt hatte er als 16-Jähriger mit den Cass-Styles im Woodhaven Swim Club. Schon in jungen Jahren wusste Bruce Springsteen, hätte er die Musik nicht für sich entdeckt, er wüsste nicht, was er sonst getan hätte. Mitte der 60er empfand er schließlich den Rock'n'Roll als das größte Geschenk, das er je erhalten hatte. Und es ließ ihn nie mehr los. Ein Leben ohne Musik kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich brauche sie wie die Luft zum Atmen. Sie ist ein großer Teil von mir und sie hält mich am Laufen. Immer wieder. Und es macht Spaß. Von meinen besten Songs weiß ich nicht, wie sie genau entstanden sind. Sie sind einfach in meiner Fantasie aufgetaucht. Für mich ist aber klar, was ein guter Song ist. Also weiß ich auch, ob ich gerade einen schreibe oder nicht. Welchen Einflüssen der Boss seine musikalischen Ergüsse verdankt, warum die E-Street Band wie seine zweite Familie ist, wie es um seine echte steht und warum er sich mit Videos nicht so recht anfreunden kann, seht ihr im zweiten Teil von Jam. Als Bruce Springsteen am 9. Juni 1972 den Plattenvertrag bei CBS Columbia unterzeichnete, feierte und vermarktete ihn die Firma als neuen Dylan. Bruce wollte aber keineswegs in die Fußstapfen des Folkmeisters treten und boxte durch, das erste Album Greetings from Ashbury Park, New York, nicht wie geplant alleine mit der Gitarre, sondern gemeinsam mit seiner Band einzuspielen. Bob Dylan aber beeinflusste die Musik Bruce Springsteens bis in die 90er. Bob Dylan ist für mich einer der größten Künstler des 20. Jahrhunderts und in gewisser Weise ist er auch so etwas wie eine Ausnahmeerscheinung.
apart, I think, from everybody else in a certain way, you know. Anlässlich der Aufnahme Bob Dylans in die amerikanische Hall of Fame am 20. Januar 1988 hielt Bruce sogar die Laudatio. Er war ein Revolutionär und so wie Elvis unseren Körper befreite, befreite Bob unseren Geist. Bei der anschließenden Session jammte der Boss unter anderem mit Bob Dylan und Mick Jagger. Es wäre sinnlos, die Faszination unserer Musik zu erklären. Es sind nicht bloß der Text und die Musik. Es passiert etwas anderes, Mysteriöses. Und das ist das Tolle. I'm driving in my car. I turn on the radio. Das vielleicht größte Vorbild Bruce Springsteens war jedoch Elvis Presley. Schon im Alter von 9 Jahren konnte Bruce nicht verstehen, dass irgendjemand nicht wie Elvis sein wollte. Er schrieb sogar einen Song für Elvis. Das Demoband zu Fire erreichte Presley wenige Wochen vor dessen Tod im August 1977. Elvis Presley ist ein großes Vorbild. Seine Musik und die Art, wie er sie lebte. Das ist auch die grundlegende Botschaft des Rock'n'Roll. Und der Rhythmus natürlich. Der Hauptauslöser, sich um $18 eine gebrauchte E-Gitarre zu kaufen und wie besessen zu üben, war allerdings die Beatlemania, die Amerika 1964 überrollte. Mein Vater hasste die Beatles. Es gab einen regelrechten Kampf um den Fernsehapparat, als die Ed Sullivan Show lief. Als ging es um Leben oder Tod. Das war schon beängstigend und ich wusste, da steckt viel mehr drin. And it was frightening. I think it was something that you know, it just said, you know, there's more than this, you know. Ich machte hauptsächlich Platten, um anschließend eine Show spielen zu können. Das hat mich immer am meisten fasziniert. Und ich liebe Coverversionen, wie zum Beispiel Twist and Shout. Der Beatles-Klassiker Twist and Shout avancierte zum Fixpunkt in Bruce Springsteens Shows. Genauso wie Songs von Elvis und den Rolling Stones. Selbst kürzlich beim Dreh zum brandneuen Video Hungry Heart ließ es sich Bruce nicht nehmen, einige seiner Lieblingssongs zum Besten zu geben. Einer der Eckpfeiler des Rock'n'Roll ist eben diese Kunst der Selbsterhebung. Als die bösen Buben des Rock'n'Roll die Rolling Stones Amerika heimsuchten, war Bruce besonders von den kreischenden Massen fasziniert. Da gibt es diesen Moment, in dem alles explodiert, wo du in den Spiegel guckst und weißt, warum du eine Gitarre in den Händen hältst. Die Rolling Stones haben dem Rock'n'Roll die Unschuld geraubt und zählen zu den Haupteinflüssen des Rockers aus Freehold. Für ihn gehört der Rock'n'Roll der arbeitenden Masse. Er ist gleichzeitig Sprachrohr und willkommene Abwechslung vom harten Berufsalltag.
That's basically what it's meant. Darum geht's eigentlich. Die Leute kommen und vergessen ihre Sorgen, freuen sich und tanzen vielleicht ein bisschen, hören der Band zu und singen mit. Enjoy themselves, you know, dance a little bit, you know, listen to the band, sing along a little bit. Und Bruce selbst sang auch mit beim Duett mit Roy Orbison, dem Schlagerstar aus 3 Jahrzehnten, den er schon immer ob seine einschmeichelnden Melodien verehrt hatte. Im Januar 89, kurz nach Orbisons plötzlichem Tod, interpretierte der Boss dessen Song Crying bei der jährlichen Hall of Fame-Feier in New York. Das verschlafene Nest Freehold, wo Bruce das Licht der Welt erblickte, hatte einem Rock'n'Roll-infizierten Jugendlichen wenig zu bieten. Bruce ahnte aber schon sehr früh, dass ihm die ganze Welt offen stand. Ich lebte in einer kleinen Stadt und war nicht besonders daran interessiert, was sie uns da in der Schule erzählten. Meine Freunde und ich saßen da alle im selben Boot. Es gab nichts, rein gar nichts. Weder eine Bibliothek noch irgendeine andere kulturelle Einrichtung. Zu meinen Eltern hatte ich ein besonders kurioses Verhältnis. Sie waren für mich bis zu meinem 25. Lebensjahr fast wie Einrichtungsgegenstände unseres Hauses. Ich hätte nie gedacht, dass meine Mutter eine Frau mit eigenen Träumen und Sehnsüchten ist. Oder dass mein Vater so ein Typ wie ich ist, nur eben ein bisschen älter. Ich war jung, wollte spielen, auftreten und vor allem reisen. Ich wollte so frei wie nur irgendwie möglich sein. Manchmal, wenn ich so darüber nachdenke, kann ich es selbst kaum fassen. Mit 15 habe ich mir immer gewünscht, genau das zu werden. Und irgendwie ist es gelungen. Unglaublich. Springsteens Motto war immer keine Drogen und absolute Pünktlichkeit bei den Proben. Auch bei den Frauen war der Boss konsequent. Er galt als ewiger Junggeselle. Am 13. Mai 85 heiratete er doch die Schauspielerin Julianne Phillips. Und dann begegnete er Patti Scialfa. Ich traf Patti in Asbury Park. Sie kam zu unseren Proben und sie sang mit der Band und es war großartig. We went down to the courthouse and the judge put it all to rest. Es ist nett, Patti um mich zu haben. Sie verändert alles. Und auch in der Band war die Stimmung anders. Nach der Scheidung von Julianne heiratete Bruce Patti am 8. Juni 1991. Seitdem unterstützt er sie auch bei ihren Soloprojekten. Eines der Erfolgsgeheimnisse Springsteens war und ist jetzt wieder seine Band, die E Street Band, die ihren Namen einer Straße in Belmar, New York verdankt. Gründungsmitglied Steve Van Zandt, Spitzname Little Steven, ist auch bei der Reunion 1995 wieder mit von der Partie. Seit unserem 16. Lebensjahr waren wir Freunde. Wir haben uns in einem Club kennengelernt und wussten sofort, wir passen zusammen. An den Wochenenden machten wir die Clubs in New York unsicher.
Wir haben diese verrückten Shows besucht. Wir haben eben alles gemeinsam gemacht. We went back inside, sat down, had a few drinks, but all we kept talking about was glory days. Well, let pass you by, glory days, and the word of a young girl's eye, glory days, glory days. Wir haben versucht, die Sounds dieser Musiker zu kopieren. Wir sind in den Keller gegangen, haben unsere Verstärker aufgedreht und einfach herumprobiert. Trotzdem kam der Zeitpunkt, wo Steve seine eigenen Wege gehen musste. Er wollte einfach seine eigene Band haben. Er macht großartige Songs. Sein erstes Soloalbum Voice of America ist eines der besten Alben, das ich je gehört habe. Little Steven war nicht der einzige E-Streeter, der die Band verließ. Sie schaffte aber trotz oder wegen der Umstellungen ständig neue Rekorde in puncto Stehvermögen bei Konzerten. 4 Stunden waren keine Seltenheit. Für Stephen Zand kam 1984 der nicht minder renommierte Gitarrist Nils Lofgren. Er kam wie gerufen. Wir haben nicht einmal eine Audition gemacht. Er kam zu mir nach Hause und ich hatte sofort das Gefühl, dass sein Stil und seine Art, Musik zu machen, auch mit dem Rest der Band zusammenpasste. Für Nils war das nicht bloß ein Job. Trotzdem löste der Boss Ende 1989 die E-Street Band auf und konzentrierte sich in den nächsten Jahren auf andere Projekte. Eine Rock'n'Roll-Band ist eigenartig. Es ist so ein Konglomerat von Menschen, die die gleichen Wurzeln und einen ähnlichen Hintergrund haben. Mit der E-Street Band habe ich seit meinem 18. Lebensjahr zusammengespielt und das ist schon sehr ungewöhnlich. Yeah, we knew each other since we were 18, you know. So it's very unusual to be 20 or 25 years or more down the line and to be with the same people, you know. Springsteen folgte nunmehr den musikalischen Wegen, die er bereits 1982 mit Nebraska vorgezeichnet hatte. Ein Mann und seine Gitarre. Wenn ich so zurückblicke, schrieb ich früher über Dinge, die mich bewegten. Das war mein Stil. Ich schrieb über den Bus und die U-Bahn und alles Mögliche. In diesem Jahr hat der Boss seine E-Streeter wieder um sich versammelt und eine neue Tour ist in Vorbereitung. Wir hatten diese lange Pause und als wir uns wieder trafen, konnten sich alle nur an die guten Zeiten und nicht an die schlechten erinnern. Allen ging es gut. Es ist lustig. Wir spielten ein paar Shows in Amerika und die Band war besser als je zuvor. Und die Leute wollten unsere alten Songs auch hören und wir versuchten uns zu erinnern. Tried to get through them and I guess the nice thing about it is, you know, wir sind nach wie vor gute Freunde und ich kann es kaum erwarten, mit der E-Street Band wieder auf Tournee zu gehen. I'd like to, you know, at some point I want to get out on the road, you know, all of us out on the road again. You know.
Der Einstieg ins Videozeitalter ist Bruce Springsteen nicht so leicht gefallen. Sein allererster Clip war ein Song aus dem Album Nebraska. Schwarz-weiß, grobkörnig und ohne Bruce. Ja, wir machten ein Video, aber ich kam nicht drin vor. Es war über Atlantic City. Das Dancing in the Dark Video schließlich fängt die Atmosphäre eines Auftritts ein. Aber ich weiß nicht, ob ich glücklich damit bin. Regie führte übrigens Brian De Palma. Die Zielgruppe für Videos sind kleine Kinder, so mit 6 oder 7 Jahren, also wirklich jung, so im Vorkonzertalter, wenn sie noch nicht ausgehen dürfen, damit sie auch die Chance haben, die Band zu sehen. Pre-concert going age, you know, where they can't go out yet. Baby, I just know you can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This guns for hire. Even if we're just dancing in the dark. My little nieces and stuff, they call me up and, Uncle Bruce, Meine eigene Nichte ruft mich oft an und fragt, wann ich wieder ein Konzert spiele. Und dann sagt sie, ich habe dich im Video gesehen. Also ich glaube, dass die Videos für die Kids den Stellenwert von Cartoons haben. So, it's taking the place of cartoons, I think, actually, you know, for kids. 57 channels and nothing on. So I bought a 44 Magnum with solid steel cast. And in the blessed name of Elvis, well, I just let it blast. Till my TV lay in pieces there at my feet. And they busted me for disturbing the almighty peace. Judge said, what you got in your defense, son? 57 channels and nothing on. If you're gonna do a video, there's a few basic things. Wenn man ein Video macht, dann gibt es da so einige Arten, wie die meisten Leute das angehen. Die eine ist, den Song zu illustrieren. Nur kann das in die Hose gehen, denn die Leute sollten ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Oder man erfindet eine andere Geschichte, die den Song überlagert. Hi. Oh, hi. How's it going? It's going okay. You think you could have it ready for me tomorrow morning? Sure. Here. Hey, little girl, is your daddy home? I'll see you. Go and leave you alone. That's kind of silly because there's a story. Beide Arten sind dumm, denn es ist ja bereits eine Geschichte da. Eine neue, andere Geschichte zu erfinden, macht für mich also keinen Sinn. That doesn't make sense either, you know. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? In Jam Teil 3 erfahrt ihr, was Michael Jackson mit Bruce Springsteen verbindet, wie Little Steve mit dem Boss in Sun City einzog und warum Springsteen Deutschland besonders ins Herz geschlossen hat. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. If you grew up in the 60s. Bruce Springsteen sorgte mit Born in the USA wohl für einen der missverstandensten Songs aller Zeiten. Nicht als Hymne ans Vaterland war es gedacht, sondern als Momentaufnahme der in die Rezession geratenen Supermacht.
Mit War fand er deutlichere Worte und behandelte damit das dunkelste Kapitel der jüngeren amerikanischen Geschichte, den Vietnamkrieg. Wieder einmal wurde der Held der Arbeiterklasse zum singenden Gewissen einer Nation. Man kreiert eine Botschaft. Jeder Filmemacher, Künstler entwirft eine Karte, wohin er gehen will. Das ist eine Glaubensfrage. Also, Inhalte gepaart mit populären Riffs verbreiten die Botschaft und bewirken etwas, hoffentlich. Wenn die Inhalte tiefgründig genug sind, kann man Menschen beeinflussen. Ich weiß noch genau, was welche LP bei mir bewirkte. Als ich mit Rockmusik in Kontakt kam, war das für mich das Licht am Ende des Tunnels. Mein Leben änderte sich komplett. Und seitdem versucht er, das Leben anderer zu verändern, sei es auch nur durch Charity-Aktionen. Wenn es darum geht, für einen guten Zweck zu singen, steht Springsteen zumeist in der ersten Reihe. (1985) folgte Springsteen dem Ruf von Michael Jackson, der gemeinsam mit Lionel Richie We Are the World komponierte, um Bob Geldofs Band-Aid-Aktion zu unterstützen. Rock'n'Roll war endgültig mehr geworden als nur Sex and Drugs. Wenn man älter wird, hat man Kinder, eine Familie. All die Dinge, an die man nie gedacht hat. In meiner Musik geht es eben um Themen aus dem normalen Leben und um Politik. Just integral parts of people's lives, you know, everything, family, politics. Wie zum Beispiel die Politik der Apartheid in Südafrika. Der Kampf dagegen war Little Steven ein besonderes Anliegen. Gemeinsam mit Steven marschierte Springsteen gegen Sun City. Gleichzeitig war sich die Welt auch bereits eines neuen Problems bewusst: AIDS. Die Einstellung Springsteens zu dieser Krankheit zeigte sich später in einem der emotionalsten Filme der 90er Jahre. Man muss seine Kinder erziehen. Alles ist zu puristisch, wenn es um Sex geht. Aber es geht um deren Leben. It's amazingly controversial just to teach children anything about sex, you know, and at this point it seems so hypocritical because you're talking about their lives. Philadelphia war einer der Filme, der es schaffte, das Publikum trotz oder gerade wegen des Themas AIDS in die Kinos zu locken. Dafür verantwortlich sind sicherlich Tom Hanks als Hauptdarsteller und auch Bruce Springsteen, der den Titelsong beisteuerte. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Ich überlegte, wer schreibt eigentlich großartige Songs über menschliche Dramen und kam auf Springsteen. Jonathan called me up and I'd read about the picture in the papers a little bit. John rief mich an. Ich hatte zuvor in einer Zeitung gelesen, dass sie einen Song für den Anfang des Films suchten. Und ich sagte ihm, ich kann es ja probieren. Er erklärte mir, worum es geht, und ich meinte, dass ich in solchen Sachen nicht besonders bin. Einige Wochen vergingen. Dann kam der nächste Anruf mit der Botschaft, dass er da möglicherweise etwas hätte. Ich war sehr aufgeregt, weil ich wusste, nun passiert etwas. Ich versuchte mich in den Film zu versetzen, so gut es halt ging. Er schickte mir Filmausschnitte und ich dachte, der Sound dazu muss Weite haben und der Beat sollte das Gehen verkörpern. Daraus wurde ein Hip-Hop-Beat. Das liegt auch daran, dass in den Szenen, die ich bekam, spielende Kinder und gehende Menschen waren. Alltag eben. Scenes that he sent me were scenes of kids playing and just people on the street, people walking, people just daily life.
Einige Wochen später war eine Kassette mit diesem erstaunlichen Song dann da. Mit Philadelphia wurde AIDS in den Vereinigten Staaten zum großen Thema. Und dass Idole der Nation wie Hanks oder Springsteen sagten, es könne jeden treffen, führte zu einem neuen Bewusstsein. Amerika wachte auf und wurde sich der Dringlichkeit der Diskussion über AIDS bewusst. Es wurde besser. Im Vergleich, wie es vor 5 Jahren war, zeigen die Menschen heute mehr Verantwortung. Aber es kommt nur darauf an, welche Einstellung deine Kinder haben. In Amerika ist AIDS ein großer Streitpunkt und teilweise gibt es sehr harte Einstellungen. Sowohl der Film als auch der Soundtrack wurden zu einem kommerziellen Erfolg. Und bei der Grammy-Verleihung in diesem Jahr konnte man über Philadelphia nicht hinwegsehen. Es ist peinlich genug, vielen Dank. Ich danke meiner Familie. Ich danke meinen Fans, deren Unterstützung für meine Arbeit sehr wichtig ist. Und ich danke den Leuten, die ich getroffen habe, die Freunde oder Verwandte durch AIDS verloren haben und mir sagten, dass dieser Song ihnen viel bedeutet. Zitat: Bruce Springsteen ist so offenkundig anständig, aufrichtig und seiner Musik ergeben, dass jedes Wort, das du gegen ihn sagst, dich gleich als Perversen dastehen lässt. Es gibt nervtötende Autofans, nervtötende Fußballfans, aber keiner nervt so wie ein Springsteen-Fan, schrieb Julie Burchill im Sounds-Magazin Mitte der 80er Jahre und traf damit, was sich jeder außerhalb der Springsteen-Fangemeinde dachte. Doch die Springsteen-Mania war ausgebrochen. He's called The Boss. Long-awaited 40-song, 5-record set. At last, we've waited for it, we've hoped for it, we've dreamed about it. 1.5 million copies of the LP have gone out in the first pressing. Today was one for the record books. Bruce Springsteen and the E Street Band. 1, 2, 3, 4! America's biggest rock and roll star, Bruce Springsteen. A new set of Springsteen classics that's rocking right into the record books. The album is born to run straight to your heart. And if there were any questions about his place in the galaxy, they ended today when his latest album went on sale. Dollars gegen ein Stück Springsteen und das in Mengen, dass die Frage aufkam, ob mit dem Kauf eines Albums vom Boss noch etwas anderes inkludiert sein könnte, wie zum Beispiel ewige Jugend. Aber nichts dergleichen. Springsteen ist das Lebensgefühl einer Generation. It's great listening music. I use it to clean by. I turn it on and run around my house like a maniac. We like Bruce. Bruce saved my life. I mean, during periods when I was really depressed, he inspired me. I'm a big Bruce fan, and you know, I've got all these bootlegs I've accumulated over the years, and now I want it legit. I'm recently a Springsteen fan. Last couple of years, I discovered him, and I really love his music. And he's the best. He's the people. He's us. He's the greatest. My son introduced me to Bruce Springsteen music. He's 22, and I'm his mama, and I learn a lot from a 22-year-old. He's the god of rock and roll, as far as I'm concerned. He's the greatest lyricist I've ever heard in rock and roll. Greatest live show. He's just awesome. Springsteen schien in den 80ern am Zenit seiner Laufbahn angekommen. Seine Alben schossen wie von selbst an die Spitzen der Charts. Doch wer für den Boss das Ende seiner Karriere mit den 90er Jahren datierte, der irrte. Gleichgültig, wo er auftauchte, immer bildeten sich Menschentrauben, so wie in Berlin dieses Jahr bei seinem letzten Videodreh. Bruce Springsteen is going to be in a video. We came all the way from New York to see this. Ich warte drauf, weil eine Freundin von uns liebt ihn heiß und innig. Und so kann ich vielleicht ein Foto von ihm schießen und es ihr dann schenken. We came all these miles to watch you do this because we are great Bruce Springsteen fans.
Das singende Paradebeispiel für durch und durch amerikanisches Lebensgefühl und Tradition brach mit einer eigenen Tradition im Sommer dieses Jahres. Erstmals drehte er ein Video außerhalb der Vereinigten Staaten. Die deutschen Fans haben meine Musik sehr unterstützt. Nach Berlin zu kommen ist einfach der Weg, um mich bei meinen deutschen Fans zu bedanken, die immer hinter mir und meiner Band gestanden sind. Und das seit 1980. Und sie tun es heute noch, auch wenn sie hier nicht mehr hinter, sondern um Springsteen stehen. Seit seinem ersten Auftritt im damals noch geteilten Berlin hat sich die Stadt grundlegend verändert, auch für Springsteen. Das erste Mal war ich hier 1980 mit Little Steven, dessen Album ich hier am Flohmarkt gefunden habe. Wir kamen damals auch in den Ostteil. Dann waren wir 85, 88 hier und es war immer eine Stadt voll Energie. Allerdings auch eine sehr komplizierte Stadt. Eine Herausforderung. Very complicated, you know, an interesting city to come to, you know. So it's always somewhat challenging. 1985 war Berlin für Springsteen sicherlich eine Herausforderung. Er lebte ja doch im Ostteil der Stadt den Höhepunkt seiner Karriere in puncto Live-Show. Unfassbare 200.000 Menschen waren gekommen, um den Boss zu sehen. Es war die größte Bühnenshow unseres Lebens. Und das kam vollkommen überraschend. Am Vortag gingen wir noch durch die Stadt und keiner kannte uns. Am Abend gab es die Show, auch im Fernsehen, und am nächsten Tag grüßte uns jeder. Eine sehr emotionale Show. You know, but it was a real emotional show. Die TV-Übertragung verlief allerdings nicht ganz ohne Pannen. Das DDR-Fernsehen glaubte, die ganze Show übertragen zu können. Springsteens Management zog aber nach 3 Songs wie vereinbart den Stecker. Aber das ist Vergangenheit. Die Gegenwart heißt Hungry Heart. Der Klassiker erhält ein neues Video-Outfit. Eigentlich schrieb ich Hungry Heart für die Ramones. Ich traf sie in einem Sommer in Ashbury Park. Und Joey Ramone meinte, du musst unbedingt was für uns schreiben. Es war 3, 4 Uhr früh, als ich nach Hause kam. Und da schrieb ich Hungry Heart. Als ich es meinem Manager vorspielte, sagte er, behalt dir diesen Song. After the gig, it was like 3 or 4 in the morning, and I sat down and I wrote Hungry Heart, and I think I played it for John, and it was my manager, and he said, no, you should keep that one for yourself. I wrote it about. Für den Song habe ich 15 Minuten gebraucht. Und es ist genau die Art Song, um die ich und John, mein Manager, immer kämpfen. You fight it. I don't want it on the record. You know, this is the kind of songs John and I always fight about having on the record. Hungry Heart war einer der ersten Top-10-Hits von Bruce. Und wie er meint, sein Eintritt in den Pop-Mainstream. Jedenfalls verwandelte sich Berlin dieser Tage in ein zweites Ashbury Park. Stell dich doch da irgendwo hinter dem Ständer. Director of Photography. Josh. Okay, stand by, please. Pictures up. And roll camera. Action. In Berlin traf Springsteen auch auf einen mittlerweile alten Bekannten. Also die erste Platte habe ich, muss ich zugeben, zu meiner Schande relativ spät bemerkt. Das war, als unser Gitarrist, der Major, also der Bub-Gitarrist, mir gesteckt hat, dass es noch was anderes gibt als Dylan, dass es da auch noch so einen gibt, der heißt Springsteen. Und das war erst die Born to Run eigentlich erst.
Und dann habe ich mitgekriegt, dass es davor auch noch Alben gab und dass ich davon auch einige Stücke kannte. Und aber Born to Run war meine Einstiegsdroge und dann habe ich mir von da aus alles zugelegt, was es da gab. Und persönlich getroffen habe ich ihn zum ersten Mal jetzt im vergangenen April. Das war ein wunderbares Verstehen. Das war direkt eine ganz angenehme Vibration, auf der man ja, sich verstanden hat, als wenn man sich schon immer kennen würde. Beautiful. Now I miss my kids. Now I miss my babies. Ich weiß gar nicht, was hier ist los. What's going on? Please. We met. He came to the States and we did an interview. Wir haben uns getroffen, weil er in die Staaten flog, um mit mir ein Interview zu machen. Ich fühlte mich mit ihm sofort verbunden. Er hat eine Band und heute spielen wir gemeinsam. He's got a band together and we're gonna play a little bit tonight, see what happens. Und zwar zum Nulltarif. Eine deutsche All-Star-Band mit Wolfgang Niedecken und The Boss als Frontman, gepaart mit einer Durchsage in einem Berliner Radio, genügten, um den Club und die ersten 100 Meter davor zu füllen. Aufgrund der mittlerweile gewachsenen Freundschaft Springsteen-Niedecken war man auf den Pub-Frontman als Live-Verstärkung für diesen Gig gekommen. Der befand sich zu dieser Zeit allerdings selbst auf einer Art Dylan-Tribute-Tour. Es kam ein Anruf, wir waren gerade mit der Band unterwegs im Tourbus, ob wir Lust hätten, das zu machen. In einer reduzierten, das ist ja nicht die ganze Band, das ist ja ein ganz kleiner Teil davon. Und zunächst mal eben halt für diese Playback-Geschichte. Und heute, wie wir sie gestern stellten, sich dann raus, dass wir auch noch irgendwie ein paar Nummern jammen werden. Jetzt stehe ich hier als Gitarrist einer Band. Und der eigentliche Gitarrist dieser Band ist zu Hause geblieben. Und ich muss jetzt irgendwie sehen, wie ich mit dieser Rolle klarkomme. Aber wir werden das schon irgendwie machen. Wir haben uns ein paar Stücke ausgeguckt, wo die Akkordmenge noch übersichtlich ist. Und mal schauen, was passiert. Für die Fans war es ein einmaliges Erlebnis, den Superstar hautnah zu erleben. Für Springsteen gehören Clubauftritte zu jedem Sommer. Ich spiele jeden Sommer in New Jersey in Clubs. Clubs sind ganz eigene Plätze und jeder funktioniert anders. It's a funny place. What is this? Every time you change the venues that you play, the music takes on a slightly different function. Manche Nächte waren großartig und wir haben nur Coverversionen gebracht. Man kann das mit Konzerten in Stadien nicht vergleichen. Großkonzerte sind ein anderes Ereignis. Da passiert mehr als nur die Musik. There's an event happening. There's a lot going on that is more than music going on. Ooh, come take my hand. We're riding out tonight to case the promised land. Oh, thunder road, oh, thunder road, thunder road. In Clubs ist man dem Publikum unglaublich nahe und oft ist es eine sehr direkte Art der Erfahrung. Ich mag's nach wie vor. And generally, very often, it's just a very immediate sort of experience. I still like it a lot. I get a kick out of it, you know. They dream name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. Die Zukunft des Bruce Springsteen, seine musikalischen Pläne und die Frage, ob es eine Tour mit der E Street Band geben wird, das alles gibt's in Jam Teil 4. When you get to the porch, they're gone on the wind.
So Mary, climb in. It's a town full of losers, but we're pulling out of here to win. Seit 1973 mischt Bruce Springsteen im internationalen Rockbiz erfolgreich mit. Trotz aller sozialer und politischer Statements lässt sich Springsteen politisch nicht festschreiben. Bruce liebt sein Land, glaubt aber nicht an eine Partei. Bruce Springsteen huldigt nach wie vor dem amerikanischen Traum, der für ihn zur Realität wurde. Aus der sozialen Unterklasse stammend gehört er heute zu den Rock'n'Roll-Millionären. Was einen noch dazu treibt, einen neuen Song zu schreiben, wenn man schon jede Menge geschrieben hat? Witzigerweise stellt man sich mit den Songs selbst dar. Man lernt eine Menge über sich selbst, bemerkt Veränderungen durch Songs. Es ist ein Pfad, dem ich folge, seit ich ein Kind bin. So there's a part of this, it's sort of a puzzle or a trail that you're following. You know, that for me started when I was a, really young kid. You know? Everybody's got a hungry heart. Everybody's got a hungry heart. Lay down your money and you play your part. Everybody's got a hungry heart. It's how I find my place in the world. Musik ist die Art, wie ich meinen Platz in dieser Welt finden kann, damit ich weiß, wer ich selbst bin und wer die Menschen rund um mich sind. Musik ist ein wichtiger Teil meiner gesamten Existenz. Alles basiert darauf, dass die Wahrheit Hoffnung ist. Und das fließt in meine Kunst ein. Mit Hungry Heart spazierte Springsteen das bislang letzte Mal in seine eigene Vergangenheit. Mit seinem Hits-Album öffnete er Tür und Tor für Spekulationen, sind doch auch 4 neue Songs darauf enthalten. Und tatsächlich, mittlerweile ist die E Street Band wieder vereint. Ich möchte neue Musik haben, bevor wir rausgehen und spielen. Nur mit altem Material aufzutreten, das ist nicht mein Ding. Präsentiert von Mustang. Nächste Woche bei Jam der bekloppte Raab. Dass der sie nicht alle hat, wisst ihr ja. Aber warum er sie nicht alle hat und wie und wo er sie nicht alle hat, das könnt ihr nächsten Sonntag bei Jam erfahren. Die Wahrheit über Stefan Raab. August 94, New York. Die Rolling Stones, seit 33 Jahren im Showgeschäft, lösen erneut weltweit eine Welle der Begeisterung aus.
3 Tage vor jeder Show bringen 54 Trucks die Technik zum nächsten Veranstaltungsort. Die Fahrer müssen pünktlich sein. Alles ist auf die Minute genau geplant. Mit der Anlieferung beginnt die heiße Phase des Aufbaus. Die Rolling Stones haben 3 Bühnen, 2 Lichtanlagen und eine Soundanlage, die innerhalb kürzester Zeit eingebaut werden muss. Das ist eine sehr große Produktion, wahrscheinlich die größte, mit der die Rolling Stones jemals auf Tour gegangen sind. Die Bühne ist 100 Meter breit, 25 Meter tief und über 30 Meter hoch. Wir haben eine enorme Soundanlage mit 500.000 Watt Musikleistung. 1500 Strahler, alle computergesteuert und den größten Bildschirm der Welt. Aber mit den Rolling Stones ist das so. Trotz der Größe und den Ausmaßen dieser Produktion, nichts übertrifft die Band. Die sind live sehr, sehr gut und das Schauspiel ist nur ein fabelhafter Rahmen für eine großartige Rockshow. Auch in Dresden bereitet man sich auf den großen Auftritt vor. Amadeus und sein Kumpel sind eingefleischte Stones-Fans. Ich habe dann halt einen wunderschönen himmelblauen Trabi gehabt. Und dann habe ich halt das Voodoo Lounge-Emblem auf die Türen gemacht und Rolling Stones draufgeschrieben. Leider ist aber der Trabant im März diesen Jahres von dem LKW überfahren worden. Und den gibt es nun nicht mehr. Und da haben wir nur einen neuen bemalt, um das wieder ins Leben zu rufen. Ich denke, warum eine Band wie die Rolling Stones bis heute so gefragt ist, wir haben uns nie verändert und sind unseren Wurzeln treu geblieben. Das Gefährliche dabei ist aber, dass sich die Rolling Stones allzu oft gern selber kopieren wollen. Und so musst du versuchen, den Weg zu finden, der trotzdem immer innovativ bleibt. Das heißt, wir wollen keine Sklaven von irgendwelchen Trends sein, aber auch nicht langweilig. Also eine Art Gratwanderung. Für die Leute, weißt du, die jüngere Generation, die nach 1960, 63 und 64 geboren ist, du weißt, du hast die Sonne, du hast den Mond, die Luft zum Atmen und du hast die Rolling Stones. Ich meine, die waren schon immer da und ich habe auch vor, zu bleiben. Sie vertrauen mir, dass ich meinen Job ordentlich mache. Da ist keiner, der mir ständig auf den Geist geht, der sagt, okay, du hast das so und so zu spielen oder dies und jenes zu machen. Ich denke, das war es auch, was sie gesucht haben. Einen, der sich musikalisch nicht so aufdrängt, dass er gleich den ganzen Sound der Rolling Stones verändert. Ich sehe die Rolling Stones nicht als etwas Besonderes. Das ist eine Truppe von Leuten, die die Rolling Stones wurden, als sie sich zusammentaten. Irgendetwas um uns herum passiert, auch wenn wir auf der Bühne stehen. Aber das Ganze hat weder mit Magie noch mit einer Katastrophe zu tun. Wie man das Ganze auch sieht, die Hauptsache ist, dass es dir gefällt. Auf ihrer Voodoo Lounge Tournee, benannt nach ihrem aktuellen Album, eroberte die Band Nordamerika, Südamerika, Japan und Australien. Sie ist drauf und dran, sämtliche Rekorde zu brechen. Nach ihren Shows in Europa haben die Rolling Stones über 10 Millionen Fans mobilisiert. Damit ist Voodoo Lounge die erfolgreichste Tour in der Rockgeschichte. Das größte Konzert erlebte Prag mit 150.000 Fans, davon rund 80.000 Deutsche. Der tschechische Präsident Václav Havel ist da. Viele Promis bekennen sich während der Tournee, Fans der Altrocker zu sein. Das war die Musik meiner Zeit. Und ich habe gerade die 4 Herren, ich habe das gerade erzählt zur Frau Scharping, wir haben gerade diese 4 Herren gesehen. Also es ist noch eine gewisse Ähnlichkeit da mit den Knaben von damals. Man erkennt sie wieder. Ich bin auch mit der Musik groß geworden. Wir haben heiße Feste gefeiert mit der Musik der Rolling Stones. Und es ist einfach auch viel Erinnerung. Ich habe sie noch nie live gesehen. Und wenn die aber in Deutschland sind, man hat eine Chance, da hinzukommen, muss man wahrnehmen. Alleine schon wegen des Spektakels und die Typen mal zu sehen. Wer weiß, ob man sie noch mal zu sehen kriegt. Ne? Vielleicht sterben die, vielleicht sterben ich. Die sind ja auch schon 50.
Auch das Sicherheitsteam der Altrocker zählt zu den Besten der Welt. Es soll fast einfacher sein, in das Weiße Haus zu kommen, als in den Backstage-Bereich der Stones. Über 200 Sicherheitsleute sorgen dafür, dass es keine Zwischenfälle gibt. Wenn der Sicherheitschef der Band, Jim Callaghan, morgens zum Konzertort kommt, ist er die Ruhe selbst. What's this camera? What is lost here? We make for German television. German television? Ah. Hello? Hier im Backstage-Bereich sind Kameras prinzipiell nicht erlaubt. Wir werden ausnahmsweise geduldet. Alles klar? Alles klar, genau. Welcome Ja, gut, danke. to the Rolling Stones Voodoo Lounge. And I hope you have a pass. Kurz vor dem Konzert zeigt JC seiner Crew die gültigen Ausweise. Das hier sind die Pässe, mit denen man hinter die Bühne kommt. Und wenn einer seinen Ausweis verloren hat, wie ist das heutige Passwort? Volkswagen Golf. Very good. That's it. Der Produktionsmanager der gesamten Welttournee, Stephen Howard, kommt auf das Gelände. Er ist vor Ort für alles verantwortlich. Ein großartiger Tag für eine Rockshow. Noch während der laufenden Tournee arbeitet der 42-Jährige in einem Bürocontainer an den nächsten Konzerten. 13 Monate allein auf Tour. Die Familie ist nicht dabei. Gentlemen, how are we today? Great, Steve. Dennis, it's always a pleasure to see you. Für den Banker ist der tägliche Börsenkurs wichtig. Für Stephen Howard der aktuelle Wetterbericht. Eigentlich wollte Stephen Howard Tonstudios einrichten, studiert in Toronto Elektrotechnik. Doch schon an der Uni störten ihn schlecht organisierte Konzerte. So fing ich an, Konzerte für die Universität zu veranstalten. Eine der Shows, die an unsere Schule kam, war eine der ersten von Genesis. Die allererste Tour, wo sie Laser einsetzten, mit langen Zylindern, an denen oben die Laserstrahlen rauskamen. Der Tourveranstalter von Genesis damals war Michael Cole, jetzt Manager der Voodoo Lounge Tour. Für Michael arbeite ich jetzt schon 19 Jahre und bis jetzt musste ich noch kein Tonstudio einrichten. And I never got to design one recording studio. You know, it's obviously not a 9-to-5 job. Weißt du, das ist natürlich kein Job von 9 bis 17 Uhr. Die meiste Zeit arbeitest du 18, 20 Stunden am Tag. In diesem Geschäft hast du einen Preis zu zahlen. Dafür, dass du einen Job hast, der anders ist. Sehr aufregend. Du hast eine Familie, wie ich, Kinder. Und du bist für eine lange Zeit weit weg von zu Hause. Und das kann sehr schwer sein. Für beide Seiten. Es macht sehr viel Spaß, es ist sehr aufregend, aber du musst diesen Preis zahlen. Wir haben noch einige Sachen zu besprechen. Du willst jetzt die Sicherheitsbesprechung machen? Ja. Wir machen das in deinem Büro? Ja. Ja, okay. Bring die aktuellsten Pläne mit. Yes, the latest plans. What the toughest jobs on the tour? Sicherheitsbesprechung. Vor jedem Konzert treffen sich die Hauptverantwortlichen der einzelnen Sicherheitsbereiche, um die letzten Änderungen, die Einsatzgebiete und Anforderungen der Band abzuklären. Alle Daten und Codewörter sind in diesem Computer gespeichert. Stephen Howard will uns alles zeigen, doch JC schaltet um. Seine Passwörter sind nichts fürs Fernsehen. Auf dem Bildschirm tauchen plötzlich Aktfotos auf. This is very serious. It's just new. Oh yes, that's them out.